Es wird dann auch in den Stimulus, wird dann auch Infrastruktur zum Beispiel auch sehr stark prägen, und das heißt, er wird das finanzieren. Wenn er dann auch Steuererleichterungen auch macht und auch zur gleichen Zeit viel Geld ausgibt, das wird dann Auswirkungen haben. Es wird dann natürlich auch die Staatsschulden auch sehr stärken. Es wird wahrscheinlich den Wert der Dollar auch ändern, und das wird dann auch von den Zinsenraten auch ändern. Und das wird eine Auswirkung nicht nur in Amerika, das wird dann auch in der Welt. Präsident Trump ist ein Geschäftsmann, der mit Verhandlungen auch ständig als Unterhandler, das heißt einer der Verhandler, ein Dealer, er macht dann auch Deals, er macht dann auch Verträge. Er hat dann auch einen sehr wichtigen Weg auch in seinen Umgang, auch Unberechenbarkeit oder Unsicherheit auf seinen anderen Akteuren, was er dann auch aushandelt, auch um einen Einfluss oder besseren Einfluss auch zu haben, um einen Deal zu machen. Aber in diesem Fall natürlich hat er auch nicht nur ein Akteur gegen andere, er muss dann auch mit dem Senat, er muss dann mit dem Kongress, muss mit anderen multilateralen Akteuren auch aushandeln. Und das wird dann auch führen, dass er dann auch ständig, auch mit seinen eigenen Wege, auch in Konflikt mit anderen. Das wird nicht ändern, das wird er dann auch die ganze Zeit ändern. Er ist dann auch, wie er ist. Wird in der nächsten Zeit auch, was Präsident Trump auch im Wahlkampf gesagt hat, ins Gang gebracht. Das heißt, er wird dann auch erst mit Steuererleichterung, mit Stimulus, er wird dann auch mit der Konjunktur auch machen. Er wird dann auch besonders mit den Handelsfragen umgehen. Die drei Wege sind sehr, sehr wichtig für ihn. Er hat dann auch schon mit Steuererleichterung auch für den reicheren Leute auch schon angetastet, und er hat Unterstützung von Paul Ryan, der Speaker of the House. Und das heißt dann auch, wird dann die Ausgleich zwischen den Leuten, Einkommensungleichheit wird dann auch stärker, weil dann auch, die meisten wird dann auch für den reicheren Leute, nicht für den anderen. Es wird dann auch in den Stimulus, wird dann auch Infrastruktur zum Beispiel auch sehr stark prägen, und das heißt, er wird das finanzieren. Wenn er dann auch Steuererleichterungen auch macht und auch zur gleichen Zeit viel Geld ausgibt, das wird dann Auswirkungen haben. Es wird dann natürlich auch die Staatsschulden auch sehr stärken. Es wird wahrscheinlich den Wert der Dollar auch ändern, und das wird dann auch von den Zinsenraten auch ändern. Und das wird eine Auswirkung nicht nur in Amerika, das wird dann auch in der Welt. Und dann auch mit Handelsfragen. Handelsfragen kommen von den Fragen von den 80er Jahren, zum Beispiel, als Deutschland und Japan sehr stark waren, und hat dann auch damals geäußert, wie er dann auch gegen diese Stärke auf Kosten der amerikanischen Wirtschaft war. Das ist dann auch schon wieder gekommen, und er hat dann auch über China besonders und auch Deutschland auch geklagt, dass diese Überschüsse, was man auch hat, was er unfair aus seiner Sicht gesehen hat, und das wird eine Auswirkung haben, wenn er dann auch zum Beispiel diese Einfuhrzollen auch machen. Die Handelsfragen sind auch sehr, sehr wichtig, ohne Frage. Er hat dann auch schon mit einem Erlass gegen den Trans-Pacific Partnership, die sogenannte PPP, schon angefangen. Das ist eine Auswirkung, das nicht nur aus amerikanischer Wirtschaft haben wird, aber multilateral hat er dann auch ein großes Geschenk an China gemacht. Nicht, dass China auch sofort auch wie Xi Jinping war auch in Davos, als Befürworter der Globalisierung, aber er wird dann auch die amerikanische Rolle in den asiatischen-pazifischen Raum auch vermildern. Und das ist dann auch schon
eine Auswirkung, das wird dann auch für zum Beispiel Deutschland mit so einem riesen Ausfuhr nach China und auch aus Asien auch eine Auswirkung haben. Zweitens natürlich hat er dann auch geäußert gegen den Transatlantic Trade and Investment Partnerships, die sogenannte TTIP. Das ist dann auch noch sehr wichtig für die EU-amerikanische Beziehungen, auch nicht nur wirtschaftlich, aber natürlich auch eine sehr starke Auswirkung haben wird, auch an die transatlantischen Beziehungen, dass wir dann auch die Zukunft nicht sehen können, wie wir dann jetzt sehen hätten. Das ist eine strategische Frage, auch eine wirtschaftliche Frage. Und drittens natürlich, diese Frage kommt dann auch von den Zöllen, dass er dann auch für Einfuhrzöllen, das wird dann auch, wir hatten dann mit den Lieferkette auch nichts zu verstanden, das hat dann auch viele Auswirkungen von WTO-Fragen. Es wird dann auch Gegenspiele wird dann auch Steuer oder Zoll auf der anderen Seite, das wird dann auch es könnte auch so ein Handelskrieg kommen, es wird dann auch mindestens so eine Auseinandersetzung auf dieser Ebene, was wir früher nicht hatten. Die Auswirkungen von dieser Trump-Administration in der globalen Wirtschaft ist auch noch schwer zu beschätzen, aber man weiß dann schon mit seiner Entscheidung über den Trans-Pacific Partnership, was er dann auch bedroht hat oder vorgeschlagen hat mit Zöllen und auch mit anderen Handelsabkommen wie NAFTA, the North America Free Trade Agreement, oder with TTIP, the Transatlantic Trade and Investment Partnership. Es wird dann auch unterstützen, auch schon diese Auflösung der jetzigen Weltordnung, kann man wirklich sagen. Ja? Und was ist dann auch, wird dann auch von den multilateralen gemeinsame Wege, was wir vor 70 Jahren gemacht haben, besonders mit Amerika und der EU, dieses aufgebaute System, wird dann auch von anderen herausgefordert. Die Chinesen werden dann auch versuchen, dann auch bilateral mit ihren Nachbarn auch Einfluss und Strukturen zu machen, wie die Asia Infrastructure Investment Bank zum Beispiel als Alternativ zur Weltbank. Und dann spielt dann auch natürlich auch politischerweise auch den Russen, die werden auch wirtschaftlich nicht sehr stark, aber das heißt nicht, dass sie dann nicht dann auch einen zerstörerischen Umgang haben mit dem System, mit der Weltordnung. Wir werden sehen jetzt Ende dieser Ära, was wir haben, wo wir bauen jetzt was anderes auf nationalistische, populistische Wege auch in der Zukunft. Das heißt, für die Wirtschaft wird dann auch die politische Lage ganz anders, als es jetzt war.